Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi. Heute Martins Ausrüstung und warum. Und Kritik vom Rosi dazu. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium. Ja, kurz eins vorab. Bei mir ist es natürlich so, ich bin nicht beim Militär. Ich muss da nicht ganz so hart aufrödeln, wie du das hast. Ja, du brauchst das natürlich alles für die Arbeit. Ich muss natürlich auch sagen, für meine Arbeit als Review-Kanal oder als Vorstellungskanal ist bei mir sehr, sehr viel immer im Wandel. Das ist nicht immer gut. Also ich habe auch viele Freunde, die mir sagen, bleib doch mal bei einer Sache und benutzt die mal, damit du auch damit umgehen lernst. Du hast ja auch selber heute mehrfach bei mir gesehen, dass da Defizite sind bei vielen Sachen, weil ich einfach häufig die Sachen wechsle. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ist tatsächlich doch eine Entschuldigung. Nee, du hast irgendwann deinen Grundsatz und dann kommt natürlich neues Material, gilt ja für mich auch. Ja. Na, und dann passt man das wieder in den Auftrag an. Also das ist für mich eine ganz normale Sache. Ich teste nun wenig, ich habe mein Equipment, aber die Konfiguration selber, das heißt, du stellst irgendwann fest, die müsste da sein, ja dann musst du es machen. Genau. Aber irgendwann hast du schon dein Setup, so wie du es brauchst. Und klar, der Unterschied bei dir, du musst es ausprobieren, aber du kannst ja die gleichen Orte nehmen. Ja, das stimmt. Ja. Gut, fangen wir an. Sicherheitsausrüstung, Helm brauche ich keinen. Das heißt, ich habe theoretisch nur meine Schutzbrille. Da habe ich auch eine M-Frame Alpha. Da muss ich sagen, seitdem ich die habe, will ich eigentlich nichts anderes mehr haben. Ich benutze tatsächlich Wechselgläser, allerdings auch nur getönt für draußen und die für die Wüste, die ja normalerweise auch mit da kommen, diese speziellen. Wüste haben wir nicht so wirklich in Hessen, von daher passt das. Ich meine, du hast jetzt recht. Wir haben auch Grundsätze bei Spezialkräften, lieber tot als uncool. Also von daher passt das völlig. Okay, gut. Ja, Gehörschutz habe ich einen Peltor tatsächlich hauptsächlich im Einsatz, teste aber gerade aktuell von Irmor noch mal einen im Dauertest. Bisher, also wir hatten heute tatsächlich ein bisschen Probleme auf der Range, aber im Großen und Ganzen vom Klang her ist er deutlich besser als die günstigen Gehörschutzsysteme von Howard Light und was war der andere gleich? Walkers, danke, ja. Perfekt. Ja, Handschuhe bin ich auch schon ewig bei Mechanics hängen geblieben. Ich habe auch mal die Pick ausprobiert. Die waren auch ganz gut tatsächlich, aber ich gehe mal wieder zurück zu Mechanics aus denselben Gründen wie auch du, Rosi. Die sind halt unverwüstlich. Das magst du überhaupt nicht, ne, mit dem abgeschnittenen Finger. Das ist tatsächlich, wenn ich den Original habe, weil ich einfach ein bisschen mehr Gefühl haben will beim Schießen, habe ich die abgeschnitten. Habe heute, beziehungsweise während unseres Trainings jetzt auch mal die 05er Mechanics angezogen. Die sind mega, also da musst du nichts abschneiden, hast auch echt mit der Pistole ein super Gefühl, hast einfach noch mal ein bisschen Schutz für die Hand einfach und natürlich Dreck unempfindlich auch. Ja, okay. Dann gehen wir zum Gürtel, würde ich sagen. Genau. Da den haben wir euch auch schon auf dem Kanal vorgestellt, den Black Folium Stratos Belt aktuell mit Padding nutze ich den. Der ist jetzt nicht zum Abseilen geeignet, aber dafür trotzdem sehr, sehr bequem. Gerade zum Schießen, für das, was ich tue, ist er perfekt. Ich habe hier ganz vorne, das ist das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ich habe so diese Ami-Doktrin mir irgendwann mal eingewöhnt. 2 Pistol und ein Rifle-Mag auf der Seite, das ist so das, womit ich arbeite. Habe ich ein Pistol-Mag hier vorne, das Templars Gear. Dann habe ich hier von Spiritus Systems die Juster Pouch. Die hat im Endeffekt den Vorteil, ähnlich wie der Rosi seine Dump Pouch nutzt, habe ich hier nochmal ein Staufach, wo ich nochmal was zusätzlich reintun kann. Gerade jetzt, wo wir hier Übungen gemacht haben, wo ich mal 3 bis 4 Pistolenmagazine gebraucht habe, habe ich die dann da rein. Kann ich die Flap hier noch versorgen und dann komme ich da auch relativ schnell dran. Deswegen ist die da vorne dran. Wenn man die nicht braucht, liegt die da flach an. Da habe ich heute auch schon festgestellt, mit dem Insert hier, mit dem elastischen, hast du auch mehrfach gesehen. Ich habe da schon ein bisschen Hassel gehabt, da warst du deutlich schneller mit dem Zurückstecken. Das geht zwar hier auch, aber das muss ich definitiv noch üben oder ich muss wirklich sagen, ich mache da einen Kydex-Insert rein, das ist auch in der Probierphase. Dann habe ich hier, wenn ich mal irgendwann mit Rosi Abseilgeschichten mache, habe ich mir gedacht, da hole ich mir schon mal die richtigen Handschuhe dafür, obwohl das, also sind von Petzl tatsächlich die Abseilhandschuhe. Ich weiß natürlich nicht, ob die dafür geeignet sind, aber doch, sind dafür geeignet, die habe ich auch verwendet. Sind gut? Ja. Okay, perfekt. Habe ich gute Handschuhe dran. Ja, Petzl Abseilhandschuhe. Dann von Tardigate Tactical. Von den Jungs haben wir einiges momentan bei uns in der Testphase. Muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit. Die Dump Pouch ist relativ klein, das habe ich heute auch gemerkt.
Wenn man mehr Magazine braucht, braucht man definitiv eine größere. Hat aber auch wieder Rosi den Vorteil, ich kann hier innen was montieren. Da habe ich auch von Blackfolium habe ich hier eine elastische Mag-Pouch. Die ist jetzt nicht dafür da, schnell was zurückzustecken, aber einfach um nochmal ein Magazin tragen zu können. Schnell zu ziehen. Ja, ja genau, schnell zu ziehen. Hinten dran ist nochmal eine Pistol Mag Pouch. Da habe ich normalerweise mein Multitool, damit ich es im Schnellzugriff habe. Kann man machen, muss man nicht. Du hast es in der Hose, ich habe es am Gürtel. Dann IFAC von Coyote Tactical Solutions mit dem Tourniquet unten drunter und Schere hinten dran. Schere ist bei dir mit drin oder hast du gar keine Schere dabei? Meine Schere habe ich mit im Tool. Auch im Multitool mit dran. Genau. Okay, ja. Das ist, glaube ich, was dir gut gefallen wird auch. Ist eine Cry Bottle Pouch, also normalerweise fürs Funkgerät oder für eine 0,5er Trinkflasche. Die habe ich jetzt hier zusammengefaltet. Also ähnliches Prinzip wie eine Dump Pouch, nur dass die eben einfach nochmal dediziert von der Größe her Platz bietet für eine Trinkflasche. Oder aber, wenn ich sage, wie jetzt hier bei der Geschichte heute, wir schießen mal mehr und ich brauche mal mehr als ein Rifle Mag am Gürtel, dann kann ich hier nochmal 2 Magazine dazu nehmen, die ich dann schnell umstecken kann, wenn ich das brauche. Oder aber, wenn man hier so einen sandintensiven Tag hat oder mal mehr Öl braucht oder so, kann man hier natürlich auch nochmal ein bisschen Öl mitschleppen. Ja, Messer ist so... Du hast gar kein Messer bei dir am Gürtel, habe ich gesehen. Ich habe mal ein Multitool. Das reicht dir. Brauchst du kein Messer so? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich tatsächlich mir eins selber entwickle. Meins soll... Oh Gott, jetzt verrate ich ja was. Nee, machen wir später, wenn es fertig ist. Ja, also es gibt nichts, was momentan so ist, wie ich das haben möchte. Ja. Kein Messer. Messer brauche ich tatsächlich nicht zum sportlichen Schießen. Ist jetzt hier einfach mal der Vollständigkeit halber an diesem Gürtel mit dran. Und dann habe ich hier auch von Black Trident das Torholster. Allerdings ist das hier das Level 1 Holster, also quasi ohne irgendwelche Retention. Du brauchst natürlich was mit Zielschutz. Das ist jetzt ein ganz normales Kydex-Holster. Habe ich aus dem Grund gewählt, damit ich hier auch mit der SIG arbeiten kann. Habe ich hier von der Höhe her auch genug Platz für die Optik. Passt hervorragend. Waffenlicht habe ich nicht, darf ich nicht, brauche ich nicht. Und ich habe tatsächlich aber hier bei dem Holster gesagt, weil mein Steg, auf dem ich es trage, der ist so tief, dass ich hier den Legstrap mal benutze. Ja, war auch neu für mich, habe ich tatsächlich bisher noch nie benutzt. Hat aber sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ja. Ist an einem Safariland QLS. Und das ist auch nochmal was ich dir ans Herz legen will. Von True North Concepts ist so ein Alu-Steg und der gibt nochmal mehr Stabilität nach unten hin im Vergleich zu einer Blackhawk-Gabel. Ja? Kann man mal probieren, ja. Kannst du mal probieren, auf jeden Fall bei Gelegenheit. Ja. Ja, das war der Gürtel. Sling habe ich von Ferro Concepts, eine Padded Sling. Du hast gesagt, du nimmst keine. Ja. Aber die kann man doch abbauen, wenn man nicht... Die kann man tatsächlich rausnehmen, wenn man die nicht haben will. Ja. Mich hat es jetzt nicht behindert tatsächlich, muss ich sagen. Aber du hattest ja keinen Plattenträger. Ich habe keinen Plattenträger. Das muss man natürlich alles bewerten, aber da habe ich auf jeden Fall die Option. Was ich mir auf jeden Fall auch habe, was der Rosi hat, ist hier im hinteren Bereich nochmal, weil ich bin auch großer Two-Point-Sling-Fan. Aber wenn ich die Option haben möchte, auf One-Point zu gehen, kann ich quasi auch hier dann die Sachen verbinden. Von welcher Firma ist das? Das ist Aeratac hier, Aeratac, tatsächlich. Das ist natürlich der Mercedes. Habe ich beim Marcel tatsächlich gekauft, ne? Beim D-Textil. Der war der Einzige, der es hatte irgendwie. Ich habe die lang gesucht und der Marcel hat es und ich gesagt, zack, her damit, muss ich haben. Ich habe halt nur No-Name, aber cool, sehr gut. Der Martin kann nicht schießen, aber alle Bitch-Marken. Okay, gut. So, dann gehen wir auf die Pistolen, genau. Meine SIG 2022, französische Polizeipistole, habe ich schon sehr, sehr lange. Du hast sie auch mal geschossen? Geschossen schon, ja. Ist aber nicht deins. Sie funktioniert gut. Sehr diplomatische und politisch gute Antwort. Ja. Ich bin tatsächlich schon lange ein SIG-Fan, schon immer gewesen. Und die 226 war mir einfach zu oldschool. Ich wollte schon so einen Polymer-Mix haben, deswegen habe ich mit der 2022 angefangen. Habe ich sehr lange und sehr gern geschossen. Schieße ich auch immer noch. Habe jetzt aktuell neu die P320 kompakt mit einem Holosun-Sight oben drauf, ein 407er. Bin ich super zufrieden mit der Kombo. Habe ich jetzt tatsächlich in diesem Kurs jetzt hier das erste Mal richtig intensiv geschossen. Und ich muss sagen, für mich, auch wenn du es vielleicht noch nicht gesehen hast, aber für mich war eine Lernkurve da, definitiv. Also ich habe das Gefühl, dass ich mit der Waffe besser zurechtkomme als mit der alten. Okay. Ja.
Ja, und dann kommt noch die Langwaffe. Die habe ich auch schon sehr lang, tatsächlich. Ich bin, du hast, wie viele Langwaffen hast du? Wie viele AR-15s? Sag mal an. 5. 5 nur? Echt? Ja. Ja gut, dafür hast du wahrscheinlich dann noch 9 habe ich halt noch. 30 AKs. Naja, ich trainiere ja auch für Jäger und für Scharfschützen, Präzisionsschützen. Also da kommen noch ein paar zusammen, ja. Ja, weil 5 ARs ja auch schon einiges ist. Also ich habe tatsächlich nur diese eine AR und bin mit der super zufrieden. Sportlich 16,75 Zoll Lauf, Geissele Vorderschaft, BCM Hinterschaft, BCM Vordergriff, Hintergriff, BCM Vordergriff. Das ist eine ASO Ultra Flashhider, den finde ich sehr cool, weil er im Endeffekt, also es gibt ja viele, die sagen Kompensator und bla blub, habe ich auch oft und lange benutzt, aber tatsächlich bin ich der Meinung, bei einer AR-15 braucht man eigentlich keinen Kompensator, zumal nicht bei einer 16 Zoll. Da ist so wenig und da passiert so wenig, braucht man eigentlich nicht. Bin ich auch dabei. Bist du auch dabei, ja, genau. Bei der Optik, obwohl ich natürlich nicht mit Nachtsichtgerät großartig schieße oder mit Gasmasken, habe ich mich für die Unity Mount entschieden, einfach um auch höher zu kommen, um ein bisschen einen angenehmeren Anschlag zu haben, also so einen typischen Chin-Weld und kein Cheek-Weld. Komme ich gut mit zurecht, muss ich sagen. Obendrauf ein Holosun 503R in Gold. Habe ich auch jetzt seit neuestem mal ein goldenes VC. Hast du eigentlich mal durchgeguckt? Ja. Ja. Und Gold, was sagst du? Funktioniert. Funktioniert, oder? Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und die Mount hat hier eine eingebaute Kimme. Das heißt, ich habe nur noch ein Aeratag Korn vorne dran und kann dann damit im Endeffekt meine Backup-Visierung zusammenstellen. Das finde ich allerdings sehr, sehr cool. Da bin ich jetzt am Überlegen, wie ich das hinkriege. Ich habe ja diese seitliche, ich habe es ja gesehen, 45 Grad, da bin ich nicht zufrieden. Es funktioniert, aber es geht besser. Das hier ist natürlich meiner Meinung nach gerade eine ganz gute Lösung. Werde ich auf jeden Fall testen. Ja, sehr cool. Die haben zumal auch noch eine Magnifier-Mount in der Höhe. Das heißt, du kannst dann sogar auch den Magnifier in der Höhe benutzen. Ne? Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Und das Einzige, was vielleicht hier noch erwähnenswert wäre der Radian Lower. Das ist nämlich auch eine ganz coole Sache. Da immer, wenn die Leute den das erste Mal sehen, sind die immer so mindblown. Und zwar ist es so, der hat einen Bolt Release auf der rechten Seite. Kennt man, hat der Rosi auch. Beim Catch ist es so bei dir, du musst nach oben drücken. Ne? Du hast einen Hebel um den Verschluss. Nein. Ich drücke einfach mit dem Finger rein und nach oben. Nee, zum Release, aber zum Fangen. Ich gehe das gleiche. Ich gehe nach hinten und drücke ihn da unter. Du drückst ihn runter oder hoch? Raufdrücken, um ihn nach vorne zu bringen. Unter. Du gehst unten drunter, okay, ja. Genau. Weil es gibt ja auch Mechanismen, wo du hoch oder runter drücken musst. AK zum Beispiel, ja. Genau, du gehst dahinter, genau. Hier ist es so, ich habe hier die Möglichkeit, den Magazin-Release gedrückt zu halten. Und wenn ich dann hier durchlade, bleibt der Verschluss direkt offen. Das heißt, ich muss hier die linke Hand gar nicht benutzen. Ähnlich wie bei dir auch. Hilft natürlich bei einigen Störungen. Aber auch wie wir es in den Kursen gesagt haben, immer wieder gucken, dass man die Standard-Bedienelemente auch beherrscht, um eben, wenn man mal eine fremde Waffe hat, das nutzen zu können. Genau. Ja, das war mein Kit. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, um auch die Sponsoren euch nochmal anzugucken und die zu unterstützen, die diese ganze Serie hier unterstützt haben. Und habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Fragen beantworten wir in den Kommentaren am Ende der kompletten Serie. Genau. Das ist auch jetzt tatsächlich unser letztes Video, bevor wir die Fragen beantworten. Das heißt, hier kommt jetzt nichts mehr, außer dass ich mit dem Rosi zusammen nochmal eine Videokonferenz machen werde oder vielleicht treffen wir uns auch nochmal vor Ort, das wissen wir noch nicht genau. Und da beantworten wir euch alle Fragen nochmal am Stück. In diesem Sinne, wir hoffen, die Serie hat euch gefallen, sie hat euch was gebracht, sie hat euch weitergebracht. Oder sie hat euch auf den Geschmack gebracht. Und von daher sagen wir auf jeden Fall herzliches Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.